Japan. Ein Land voller Kontraste. Zwischen Neonlichtern und Natur. Hightech und Tradition. Sushi und 7-Eleven. Mein Bruder und ich waren 14 Tage in Japan unterwegs und haben in dieser Zeit so viel erlebt, dass ich es kaum in Worte fassen kann. Von den Straßen Tokios bis zu den Tempeln in Kyoto. Vom majestätischen Mount Fuji bis zum verrücktesten Convenience Store der Welt. In dieser Staffel Konnichiwa Japan erwarten euch 10 Folgen voller Abenteuer, Überraschungen und magischer Momente. Ob bei der Harry Potter Studio Tour im Stadion von Kyoto Sanga oder beim Rehefüttern in Nara. Jeden Mittwoch um 18 Uhr gibt es eine neue Folge hier auf dem Kanal. Also, zurücklehnen, abonnieren nicht vergessen und ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Und damit herzlich willkommen zu Folge Nummer 2 an Sightseeing-Tag Nummer 2 hier in Tokio. Den heutigen Tag starten wir mit einem schönen Frühstück hier bei diesem Laden. Den habe ich gestern schon gesehen. Befindet sich hier direkt, guten Morgen Jannis, in unserer Bahnstation, von der wir gleich zum ersten Spot fahren. Dann schaut euch mal an, wie geil die Sachen hier aussehen. Schön frisch gebacken. Hier gönne ich mir jetzt auf jeden Fall mein Frühstück, um schön gestärkt in den Tag reinzustarten. Man holt sich hier einfach so seine eigene Zange. Da ist für mich heute so ein schönes Panini, Bacon and Tomato. Ich bin ehrlich, es sieht nicht so spektakulär aus, aber ich erwarte schon ein bisschen was, weil im Vergleich zu 7-Eleven war das natürlich jetzt wieder deutlich teurer. Aber hier, Tomato, Bacon, kann man sich nicht beschweren. Ist super. Und um 9 Uhr morgens gibt es für euch direkt mal den ersten japanischen Wissenscheck. Vielleicht wissen es viele gar nicht, aber in Japan herrscht Linksverkehr. Und Jannis holt sich sein Frühstück wie gewohnt jetzt bei 7-Eleven. Okay. Zu so einem Blueberry Joghurt Drink sage ich aber glaube ich auch nicht nein. Boah, was habe ich denn hier gespottet? Dazu noch ein Aquarius. Grüße an Freddy nach Barcelona. Für 50 Cent kann man hiermit ja mal überhaupt nichts falsch machen. Und Jannis geht wieder rein in seine Frühstückskombi. Oh Mann. 7-Eleven Sandwich mit Chicken dazwischen. Richtig geil. Guten Hunger. Ja. Und bei den Ampeln könnt ihr übrigens an den Streifen links und rechts erkennen, die jeweils ablaufen, wie lange noch grün oder rot ist. Unser erster Halt heute ist auf jeden Fall die berühmte Kreuzung in Shibuya. Dort überqueren rund um die Uhr auf insgesamt 6 Zebrastreifen gewaltige Menschenmassen die Straße. Genannt wird diese Kreuzung Shibuya Crossing, aber wir wollen heute nicht nur einmal selber drüber laufen, sondern diese auch aus der Höhe betrachten. Und angekommen in Shibuya kann man direkt wieder sagen, im Vergleich zu den Stadtvierteln gestern, hat auch dieser Bezirk seinen ganz eigenen Flair. Hier wirkt auf den ersten Blick alles ein bisschen bewohnter und einheimischer. Allein die Schilder finde ich schon immer so cool mit dem Namen, aber darüber natürlich die japanischen Schriftzeichen. Sieht echt fresh aus. Obwohl es heute deutlich windiger ist, könnt ihr es sehen, mussten Jannis und ich gerade direkt mal den Pulli ausziehen, weil es doch schon ganz schön warm ist. Ja, da vorne müsste sie sein. Shibuya Crossing. Da sind wir doch schon. Also ich dachte tatsächlich, dass es noch deutlich größer ist. Aber es sieht schon ganz cool aus. Und natürlich gehen wir dann auch einmal selber drüber. Über die Shibuya Crossing. Stark. Das ist doch mal so ein Bucketlist-Point, den man jetzt abhaken kann. Hey Jannis, bist du über Zebrastreifen gegangen, geil. Guck mal, wie die Leute hier ihre Stative aufbauen, um Selfies zu machen an der Kreuzung. Oh, hier ist einer ein bisschen spät. Ah, sieht cool aus. Ich finde halt richtig geil, wie die Gebäude da drüben schon wieder aussehen, ne? Mit den japanischen Schriftzeichen, den Anime-Plakaten zwischendrin. Wie gesagt, natürlich wollen wir uns das ganze Spektakel auch noch einmal aus der Höhe angucken. Und ich habe gelesen, Geheimtipp soll dafür das Magnet bei Shibuya 109 sein. Da gibt es oben drauf eine Aussichtsplattform. Ganz oben habt ihr dann nämlich Crossing View and Rooftop Lounge. Ja okay, eigentlich war ja klar, dass es nicht umsonst ist, aber irgendwo hatte ich das gelesen. Aber lohnt jetzt nicht, ne? Ne. Deswegen doch keine View von oben. Man merkt richtig, wir hängen noch ein bisschen von gestern durch, ne? 12 Stunden Sightseeing, wir müssen erstmal aufwachen hier. Also gestern haben wir schon richtig abgerissen und komplett Sightseeing durchgezogen, deswegen checkt da gerne auch die erste Folge aus, um schon mal ein paar Tokio-Einblicke zu bekommen. Zwischen 17 und 19 Uhr ist hier dann natürlich noch deutlich mehr los.
Dann sind auch die ganzen Reklamen beleuchtet, deswegen kommen wir heute Abend vielleicht noch mal wieder. Aber selbst der Anblick jetzt ist auch schon super. Guckt euch mal die Männer an, machen hier eine schöne Car-Tour durch Tokio. Sieht geil aus. Guckt euch die Menschenmassen an. Krank. Und hier habt ihr einen wilden Jannis, der Shibuya Crossing überquert. Auf jeden Fall nutzen wir jetzt die ersten Stunden des Vormittags und schlendern hier so ein bisschen durch Shibuya durch und erkunden das Viertel. In diesem Sinne, welcome to Shibuya. In einer der nächsten Folgen werden wir auf jeden Fall auch so ein Restaurant hier besuchen. Vielleicht könnt ihr es sehen. Da sitzt man direkt vor dem Koch und kann ihn dabei beobachten, wie sein eigenes Essen fertig gemacht wird. Also ich kam gestern schon kaum aus dem Staunen heraus, aber wie cool sieht das hier überall aus, hä? Es ist so geil. Es sieht so cool hier überall aus, oder nicht? Ja. Richtig nice. Janis ist auch richtig müde, man merkt das richtig. Der ist auch gar nicht auf der Höhe. So, was geht hier jetzt schon wieder ab? Da stehen alle an und warten. Riesenschlange vor dem Gebäude hier. Aber lässt sich nicht rausfinden, was genau das ist. So, nochmal zu Don Quixote, so wie gestern. Don Quixote. Und diesmal kaufen wir aber irgendwas. Ja. Oder zocken was. Kili meinte vorhin, dass er es schade fand, dass er nicht an einem Automaten irgendwas gezockt hatte. Genau, stimmt. Habe ich schon wieder vergessen. Also wir gehen rein, spielen ein bisschen Arcade-Games und suchen nach Magneten für die Omas. Guckt euch mal die Übersicht hier an, der Don Quixote hier, der hat ein paar Etagen weniger als der in Akihabara und deswegen gar keine Arcade-Games. Kommt wahrscheinlich daher, dass Akihabara ja das Gaming- und Elektronikviertel und sowas ist. Da waren wir halt gestern, deswegen, wenn ihr da noch mal sehen wollt, wie der Don Quixote da aussieht, schaut gerne die Folge von gestern. Dann also nur nach einem freshen T-Shirt und ein paar Souvenirs gucken jetzt. Ja, eins mit Backprint, wäre ganz cool, ne? Ja, warum nicht? Ey, das ist auch krass, ne? Hier gibt es nicht wahr Umkleidekabinen. Ich muss das hier irgendwo auf den Boden legen, um das dann anzuprobieren. Auch mal auf Vertrauen kaufen, ohne anprobieren. Einmal. Am Ende kommst du dafür in den Knast, weil du dich jetzt hier ausziehst. Also hat uns jetzt alles irgendwie noch nicht so umgehauen, oder? Ne. Auch wenn ich sagen muss, so eine japanische Hemd hier mit so einem Backprint eigentlich ganz cool, aber Katze ist dann halt auch wieder ein bisschen falscher Ehrgeiz, ne? Ja, was hast du hier schon wieder gefunden? Daran hast du Spaß, ne? Hey, erster Don Quixote-Einkauf oder was? Erstes Souvenir. So. Freunde, wir haben den ersten leichten Regen in Tokio, aber das soll uns nicht aufhalten. Wir gehen jetzt weiter zur Takeshita Dori. Das ist die bekannteste Flaniermeile hier in Tokio. Deswegen, let's go. Also wieder rein in die Bahn, Tsukuba dranhalten, wir gehen durch. Yamanote Line. Takeshita Exit, das klingt richtig. Und man kommt hier aus der Bahn raus und direkt gegenüber könnt ihr sie schon sehen, die Takeshita Dori. Und die gehen wir doch dann jetzt mal runter. Seit den 80ern gilt die Straße hier hinter mir als Zentrum der japanischen Jugendkultur und Mode. Sonntags soll es hier in der Straße auch immer riesige Cosplay-Treffen geben. Wo ich den Laden hier gerade sehe, ne? Also an wirklich jeder Ecke gibt es diese Kapselautomaten. Also in jedem zweiten Shop gibt es diese Dinger hier und ich weiß nicht, ja, machen die das wirklich alle so viel, dass es die hier überall gibt? Also, keine Ahnung. Aber guckt es euch an. Hier riesiger Laden über 2 Etagen, nur für diese Dinger. Und die sind wirklich in gefühlt jedem dritten Geschäft mit drin. Also geistkrank. Ey, wie süß, könnt ihr es lesen? Dog Café Rio. Da oben kann man einfach schönes Käffchen trinken und überall rennen da Hunde rum. Im Souvenirladen haben wir jetzt auch schöne Magneten gespottet und unsere Ausbeute zeigen wir euch nachher beim Essen. Das nächste Café könnt ihr jetzt lesen, Mi-Pick Café. Einfach kleine Schweinchen da drin, kleine Hausschweinchen. Guckt euch das mal an, wie die da mit den kleinen Feinis chillen. Belagert von Schweinchen. Also Freunde, so gern ich diese Schweinchen natürlich auch streicheln würde, ich als Tierliebhaber würde da sehr, sehr gerne reingehen. Aber da bleibe ich meiner Linie treu, wie in jedem Urlaub. Ich weiß ja, dass diese Cafés einfach nur zum Zweck des Tourismus da sind und Schweinchen natürlich nicht in ein Café gehören. Deswegen gehen wir da nicht rein. Wir gehen weiter. Aber ja, sowas kann man leider nicht unterstützen. Auch
wenn sie sehr, sehr niedlich aussehen und ich da am liebsten eins gepackt hätte und mitgenommen hätte. Ja, okay, ich dachte, die Straße ist gleich vorbei. Wir gehen hier um die Ecke. Die geht noch mal genauso lang weiter. Geil! Es wird wieder Zeit, der tägliche Griff zum Monster. Und guck mal, was ich hier Wildes gesehen habe. Einfach Monster in einer Flasche. Also, das habe ich auch noch nie gesehen. Aber wir nehmen den hier. Hey Janis, Smoothie Time oder was? Hier ist jetzt kein Hundecafé, sondern ein Animal-Café. Und schaut mal, was für Tiere die da drin haben. Krebs mit Eis. Da wird sich erstmal jetzt einer gegönnt. Das sieht doch gut aus, was sie da fertig machen. Geil. Hoho, geile Sache. Mit Vanilleeis und Erdbeeren. Janis, sag mal her hier, was hast du dir Leckeres bestellt? Ja, das gleiche eigentlich, nur ohne Erdbeeren. Und mit Schokosoße. Super. Und Geschmackstest? Ist gut? Ja, schmeckt. Perfekt. Hab auch Hunger. Also Crepe mit Eis und Whipped Cream und Erdbeeren war super. Kriegt einen Daumen nach oben. Und das Beste daran, das ganze Ding hat einfach nur 4 € gekostet. Okay. Und jetzt sehen wir auch das erste Mal eine Fastfood-Kette, die wir nicht kennen. Setteria? Weiß ich nicht. Kommt die aus Japan? Ist das eine japanische? Ich kann es euch nicht sagen. Ist aber auf jeden Fall ein Fastfood-Ding. Dann war es das auch schon wieder mit der Takeshita Dori Straße. War ganz cool, Janis, oder? Ja, bisschen voll, aber sonst. Ja, gut. Das war wirklich jetzt deutlich voller als die meisten anderen Orte, wo wir so waren. Und auch deutlich mehr Touris. Aber ich fand sie sehr, sehr cool. Coole Läden, guter Crepe und ja, ein paar Souvenirs haben wir auch gekauft. Ich weiß nicht, könnt ihr das erkennen, aber da über dem Dior Store auf der anderen Seite ist auch eine geile Aussichtsplattform mit so einer Grünfläche. Auf dem Weg zum nächsten Sightseeing-Spot wollte ich euch auch einmal zeigen, wie cool hier eigentlich die Straßen aussehen. Wenn man mit den japanischen Schriftzeichen, dann geht es hier ein bisschen bergab. Und wir müssen jetzt nur noch da geradeaus runter Richtung Mori Tower. Wie lustig sind eigentlich diese kleinen Mini-Autos. Ich glaube, das ist schon ein SUV für die, aber guck mal, wie klein er einfach ist. So, wir probieren es aus, ob wir hier im Mori Tower hoch zur Aussichtsplattform kommen. Also Tokyo City View, 2200 Yen. Gehen wir hoch jetzt. Janis hat schon ein Ticket gekauft, ich muss nachziehen. Oh, Kuss an meine Uni! Einfach mit meinem deutschen Studentenausweis 800 Yen gespart. Also ich habe jetzt 1400 Yen bezahlt. Jetzt geht's hoch. Erste Aussichtsplattform hier in Japan. Also das habe ich auch noch nie gesehen. Man kann hier einfach seine Regenschirme anschließen. Oh, 52. Stock. Wir sind angekommen und gönnen uns jetzt eine richtig geile Sicht auf Tokio. Hier so eine schöne Wand, wo Kinder was aufmalen können und eine Notiz hinterlassen können. Oh, was haben wir denn da? Wer war das denn? Ich sag's euch doch, sogar hier sind diese Automaten mit den Kugeln. Das ist wirklich geisteskrank, die stehen überall in der Stadt. Oh, okay, schaut euch den Boden an. Scheint ein bisschen doller geregnet zu haben, während wir da oben waren. Auf jeden Fall Mori Tower Aussichtsplattform. Check! Erste Aussichtsplattform in Japan. Hat mir sehr gut gefallen, aber ich bin ja sowieso immer ein Fan von Aussichtsplattformen. Ist meiner Meinung nach jeden Euro wert. Deswegen, ja, wenn ihr mal in Tokio seid, könnt ihr euch die auf jeden Fall gönnen. Wie fandest du die Aussichtsplattform? Du warst ja erst ein bisschen skeptisch, weil du lieber auf den Skytree wolltest, aber war okay, oder? Die war auch in Ordnung, ja. Was natürlich trotzdem nicht heißt, dass der Skytree besser sein kann. Wir haben nur einfach jetzt keinen Vergleich. Und genau deswegen haben wir doch unseren Japan-Urlaub hier zur Kirschblütenzeit gebucht. Guckt euch mal an, wie schön jeder Park hier aussieht. Man geht hier durch, im Hintergrund läuft noch so ein bisschen japanische Musik. Das ist doch genau der Vibe, den wir uns erhofft haben. Guck mal, was ich hier entdeckt habe. Gestern noch drüber geredet, wer eigentlich an diesen Automaten kauft und jetzt kaufe ich hier selber, weil kalte Dr. Peppy wird sich gegönnt. Guck mal, was Janis gerade gespottet hat. Erklär mal, was das ist. Das ist hier so ein Tokyo Drift Parkhaus. Da fährst du rein, hier gibt es so einen Kreisel, da fährst du gerade rauf, dann fährt er dich noch irgendwie rückwärts oder so wieder rein. Und dann nach da oben, ne? Geil, gut gespottet. Und Janis hat jetzt hier wieder so einen kleinen Snack gespottet und meinte, er braucht den unbedingt. Einfach hier mitten an der Straße. So geile Läden manchmal. Schon geil.
Sonne scheint auch wieder. Ist ein ständiges An- und Ausziehen von Pullover zu T-Shirt, T-Shirt zu Pullover. Aber da wird sich jetzt ein Snack bestellt und dann geht es weiter Richtung Tokyo Tower. Boah, da wäre ich ja schon ein bisschen neidisch, ne? Sieht schon nicht schlecht aus. Sieht ziemlich geil aus, was du hier bestellt hast. Mit Pommes. Guten Appetit, ne? Guten Appetit. Janis hat sein frittiertes Kasseler Brötchen da aufgegessen. War geil, ne? Auf jeden Fall richtig gut gewesen. Freunde, wir sind angekommen am Tokyo Tower. Guckt es euch an. Was ein geiler Turm. Wie ihr wahrscheinlich unschwer erkennen könnt, ist dieser Turm ein Nachbau des Pariser Eiffelturms. Allerdings ist er deutlich höher und extra in Rot und Weiß gestrichen, um die Sichtbarkeit zu erhöhen. Unterm Tokyo Tower habt ihr hier sogar einen Supermarkt. Ihr habt Baskin Robbins. Wer kennt es nicht aus Amerika? Ihr habt hier natürlich Souvenirläden, einen eigenen Food Court dahinter, Restaurants. Also gibt noch eine Menge zu entdecken, direkt unter dem Tokyo Tower. Natürlich könnt ihr dann auch hochfahren auf die Aussichtsplattform, die sich dort befindet. Aber da wir heute schon auf einer Aussichtsplattform waren, werden wir dies nicht machen. Uns reicht der schöne Anblick von vorne. Trotzdem blende ich euch jetzt einmal hier die Ticketpreise ein, damit ihr auch den direkten Vergleich zum Mori Tower habt. Falls ihr immer noch denkt, ich lüge euch an, ne? Schaut es euch an. Schon wieder hier überall diese Geräte, an denen man diese Kugeln rausholen kann. Also es ist geisteskrank. Es ist wirklich geisteskrank. Und jeder benutzt die. Also das habe ich echt immer noch nicht gecheckt. Ist aber ziemlich hübsch, das Ding. Ursprünglich wurde er als Fernsehturm für Kommunikation genutzt. Heute konntet ihr jedoch sehen, dass es mittlerweile ein richtiger Touri-Hotspot ist. So, Janis und ich haben jetzt auch den Tokyo Tower abgehakt und für uns geht es zurück Richtung Hotel bzw. in unsere Hut nach Gotanda, weil ich habe langsam richtig Hunger und Bock auf Sushi. Und da sind wir doch angekommen am Restaurant Sushiro. Ist eine Sushi-Kette, die hier super gut sein soll. Sieht auch schon hier so fancy aus mit der Tür, aber soll echt bezahlbar sein. Deswegen, wir gehen rein und schauen uns das Ganze mal an. Ich bin so gespannt, ne? Ich habe ja schon von so vielen Leuten gehört, als ich mich von vornherein auf diese Reise vorbereitet habe, dass nichts in der Welt das Sushi in Japan toppen kann, selbst wenn es nur so eine ganz normale, bezahlbare Kette ist. Bin ich mal gespannt, wie lange das jetzt dauert. Wir mussten hier eine Nummer ziehen, haben die Nummer 申し訳ございません。ご案内の順番が不運いたします。 Okay. チケット番号363。 Aha, チケット番号361。 361. 20 Minuten gewartet, let's go. Okay. Hier habe ich anscheinend mein iPad, über das ich bestelle. Und dann kommt mein Sushi hier nach und nach immer angefahren. Ich zeige euch jetzt nicht die ganze Karte, sondern am Ende einfach das, was ich bestelle und was dann hier ankommt. So, Janis versucht jetzt sein Glück da drüben. Aber ich bin ehrlich, bei mir hat das so gekracht, ne? Das hat so lange gerade gedauert, war richtig kompliziert. Also, ich weiß gar nicht, was ich da im Endeffekt gerade jetzt bestellt habe, aber ich hoffe einfach mal, dass das bocken wird. Hey, und da ist auch schon meine erste Bestellung. Einmal habe ich hier sowas Schönes. Was haben wir hier noch? Oh, ja, okay. Hey, und da ist auch schon das nächste. Was habe ich hier jetzt? Ey, nicht weg von mir. Ja, okay, sieht auch stark aus. Eine Pepsi auch noch dabei. Ich habe hier schon mal 3 kleine Plates, während Janis da drüben bestellt. Aha, und noch eine Bestellung für Kian. Geil. Das sieht doch mal jetzt nach dem aus, was ich haben wollte. Krank. Und das, wow. Das ist doch das, was ich haben will. Geil. Boah. Also bei dem bin ich sehr gespannt, ob ich das mag. Das sieht schon mies eklig aus. Aber der Rest hier sieht ziemlich gut aus. Alban, was ist denn das hier jetzt, was du bestellt hast? Keine Ahnung. Sah lustig aus. Okay. Janis auch mit. Okay. Ganz kranken Sachen nur unterwegs. Guten Appetit. Danke. Hier, wenn man mal sich die Zwischenrechnung anguckt, meine 4 Teller haben einfach nur 600 Yen gekostet. Also irgendwie 3 Euro oder so. Boah, nächste Runde. Also die hier waren wirklich richtig stark eben, deswegen musste ich die nochmal bestellen. Dann habe ich hier irgend so frittierte Dreiecke. Und weiß ich schon gar nicht mehr, was das hier ist, aber es sieht alles so stark aus. Weiter geht's. Was habe ich mir hier noch Schönes bestellt? Auf Empfehlung von Janis. Wagyu Beef. Okay. Mal schauen. Auf unserer Order History kann man jetzt sehen, dass wir insgesamt 16 Teller bestellt haben
und 2 Getränke für insgesamt 3.500 Yen. Das sind umgerechnet ca. 22 Euro, also 11 Euro pro Person. Hierfür schmeckt. So Leute, ich hatte euch ja versprochen, dass ich euch beim Essen noch mal ganz kurz unsere Ausbeute der Takeshita Dori Meile zeige und unsere Souvenirs einmal in die Kamera zeige. Und zwar habe ich hier 3 schöne Magneten für unsere beiden Omas gekauft und für meine Moi. Also Tokio-Magneten sind schon mal abgehakt, fehlt nur noch Osaka und Kyoto. Auch Jannis hat hier ein paar frische Souvenirs geholt. Knapp gemacht. Nämlich ein paar Chopsticks mit eingravierten Namen für seine Freundin und für sich selber. In diesem Sinne gebe ich dem Essen einen Daumen hoch, unseren Souveniren einen Daumen hoch und wir sehen uns draußen wieder. Ihr könnt es sehen, Abenddämmerung bricht an. Wir sind auf dem Rückweg vom Sushi-Laden Richtung Hotel. Und ich muss sagen, also dafür, dass der Laden so gehypt ist, waren ja eigentlich nur so die Hälfte der Sachen, die wir bestellt haben, richtig, richtig geil. Der Rest war auch okay, aber hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Aber wenn man weiß, was man gerne mag und was einem richtig gut gefällt, dann ist der Laden schon tipptopp. Vor allen Dingen, weil Preis-Leistung ist für Sushi unschlagbar. Ey, wir haben 11 Euro bezahlt pro Person mit Getränk und ich bin wirklich pappesatt. Deswegen ja, kann man nichts mit falsch machen. Wir gehen jetzt noch mal ganz kurz im Hotel chillen, warten bis es komplett dunkel ist, machen dann noch mal einen Abstecher nach Shibuya zum Shibuya Crossing, gucken uns da die Menschenmassen an, wenn die ganzen Reklamen beleuchtet sind. Dann nehme ich euch dann auch noch mal kurz mit und dann ist Tag 2 und Folge 2 auch schon wieder vorbei. Also dafür, dass es in Gotanda jetzt hier keinen direkten super Sightseeing-Spot gibt, finde ich schon, dass das Viertel echt schön aussieht. Oder was sagst du? Haben wir unser Hotel gut ausgesucht. Ja, ist echt perfekt. Vor allen Dingen, die Lage ist optimal. Direkt an der Bahnstation, tipptopp. Sind wir immer schön mobil, schön flexibel und können überall hin. Während ich mich jetzt hier gerade im Hotelzimmer in meine gemütlich Sachen schmeiße, kann mir kurz einer erklären, warum es in Japan kein 05er Monster gibt, aber 05er Cola in der Dose. Für einen abendlichen Spaziergang durch Shibuya habe ich mich jetzt schnell noch in gemütliche Klamotten geworfen. Wir fahren kurz rüber und schauen mal, ob die Shibuya Crossing wirklich so viel voller ist als noch zur morgendlichen Stunde. Die 05er Coke hier ist übrigens leer, aber ich renne damit schon wieder eine ganze Zeit rum, weil es wirklich so wenig Mülleimer in dieser Stadt gibt. Es war wirklich so eine gute Entscheidung, hier Anfang April zur Kirschblüte herzukommen, denn wenn die hier so beleuchtet werden abends, sehen sie auch richtig schön aus. Direkt am Wasser, also unser Hotel ist schon perfekt gelegen, auch wenn es manchmal ein bisschen laut ist mit der Bahn, vielleicht konntet ihr das gerade hören. Ist hier manchmal ordentlich Radau, aber auch hier chillen Leute direkt am Wasser abends, trinken noch ein Bierchen. Ist schon super. Was macht der Mann da auf dem Boden? Der daddelt hier schon wieder am Automaten rum. Was gibt's Schönes? Nix. Kriegst nicht hin? Steht nicht mit meiner Karte. Okay, perfekt. Ey, vielleicht könnt ihr das spotten bei dem Typ hier vor mir, aber diese Anhänger haben hier auch richtig viele Leute, also auch Erwachsene, ne? So kleine Kuscheltiere als Anhänger. Und da sind wir wieder, Freunde, an der weltbekannten Kreuzung, Shibuya Crossing. Ja, es ist schon ein bisschen mehr los als heute Morgen. Gönnt euch die Menschenmassen. Geisteskrank. Aber wir folgen Jannis. Let's go. Wir probieren mal da bei Starbucks eine geile Aussicht zu bekommen. Und ansonsten probieren wir da oben hinzukommen, wo es aber auf jeden Fall Eintritt kostet. Aber ja, hier sind wir wieder. Leuchtreklamen sind an. Sieht direkt auch viel geiler aus. Ey, so fette Leuchtreklamen sind so geil. Ich wünschte, das hätten wir auch in Hamburg irgendwo. Also Starbucks hinter mir, wie erwartet, unnormal voll. Deswegen probieren wir es hier nochmal bei Magnet bei Shibuya bei der Aussichtsplattform. Welcome to Shibuya Crossing View. Wir sind drin und ein Bierchen gab es auch noch beim Eintrittspreis inkludiert. Geil. Mal schauen, was die Rooftopper hier kann. Bierchen und erste Reihe hier beim Viewpoint auf die Shibuya Crossing. Bin ich auch am Start. Und dann wird gleich grün und dann
laufen die Leute alle los. Also wir sind hier gerade schon am Rätseln, ne? Ob es am Wochentag liegt, Sonntagabend, aber so richtig voll ist es nicht, ne? Aber alleine die Aussicht auf die ganzen Reklamen von hier oben ist schon was Cooles. Ich genieße hier oben auf der Rooftop-Bar jetzt noch schön mein Bierchen, während Jannis einen Nike-Store raussucht, bei dem man, was kann man da alles? T-Shirts und sowas personalisieren, ne? Ja, T-Shirts und Schuhe. Aber ist es ein Nike-Store? Ja. Oder ist ein offizieller Nike-Store? Ja, okay, aber man kann da T-Shirts personalisieren, auch mit japanischen Schriftzeichen und sowas alles. Gehen wir gleich auch nochmal hin. Nur mal gucken, weil ist wahrscheinlich unnormal teuer, aber ja, der müsste hier auf der Ecke sein. Ah, hier seht ihr das sogar. Man muss anscheinend einen Termin machen. Dann kann man sich hier hinsetzen und mit einem Mitarbeiter zusammen selber sich T-Shirts und sowas designen. Ist hier extra so eine Area dafür. Ziemlich cool. Aber wie gesagt, heute schon geschlossen, aber wir wollten uns das eh nur mal angucken. Ich glaube, Jannis hat sich da eh kein T-Shirt gemacht, oder? Wahrscheinlich. So Freunde, ich würde sagen, Folge 2 endet dort, wo Folge 2 auch begonnen hat. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein kostenloses Abo da, um Folge 3 nicht zu verpassen. Dort seht ihr dann den ersten Tagesausflug. Es geht zum Mount Fuji. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet und sagt deswegen gute Nacht und bis bald. Haut rein. Ciao, ciao. Okay.